Ohne Freunde wäre ich nur halb so glücklich. Mit diesen Tipps schaffst du es, deine Freundschaften auch über Kontinente hinweg zu pflegen. Hallo, ich bin Katharina. Ich bin Maike und wir haben eigentlich unser ganzes Leben miteinander verbracht und jetzt wohnt sie leider nicht mehr in derselben Stadt. Und wir zeigen dir, wie du auch aus der Ferne eine gute Freundin bleiben kannst. Mein Name ist Celine. Hi, ich bin Franzi aus Berlin und dadurch, dass ich ja eine Menge gereist bin, habe ich weltweit sehr viele verschiedene Freunde. In Russland, in Uruguay, in Kolumbien und auch in Spanien. Freunde bedeuten mir Sicherheit und Zärtlichkeit. Liebe und Zuverlässigkeit. Ohne Freunde wäre ich nur halb so glücklich. nicht da, wo ich heute bin. Ich glaube, ja, ohne Freunde wäre ich ein armes Würstchen. Mit meinen Freunden kann ich alles durchleben, kann weinen, kann lachen und einfach verrückt sein. Für noch mehr starke Freundschaften abonniert den Kanal. Das Schwierige daran, Freundschaften über Distanz zu leben und zu pflegen, ist, dass man sich nicht mehr so oft in den Arm nehmen kann. Aber eine Freundschaft auf Distanz hat auch ihre Vorteile. Man hat einen Grund zu reisen Es ist einfach alles umso intensiver und schöner. und es ist auf jeden Fall ein besonderer Moment, wenn man sich sieht. Arturo und ich haben uns vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen. Das war zu der Zeit, als ich Argentinien verlassen habe. Aber seitdem sind wir trotzdem noch in Kontakt. Man kann auch für Freunde auf Distanz da sein, indem man sie wissen lässt, dass man immer für sie erreichbar ist. Und vielleicht auch mal eine kleine geheime Nachricht per Post verschickt. Social Media macht es einem ja heutzutage schon einfacher. Wenn man einfach durch Stories immer up-to-date bleibt. Und gewinnt ein bisschen den Eindruck, dabei zu sein. Wo es noch kein Social Media gab, da haben wir uns noch Briefe geschrieben tatsächlich. Manchmal sind Weihnachtsgrüße dann auch zu Ostern angekommen. Wir haben trotzdem auch über WhatsApp Kontakt und rufen uns manchmal an, auch spontan. Muss halt mit der Zeitverschiebung passen. Bei Freunden, die in einer anderen Zeitzone leben, bitte ich sie auch oft darum, mich morgens zu wecken. Dann rufen die mich morgens an und dann stehe ich auf, sage Guten Morgen und die gehen dann schlafen und sagen mir Gute Nacht. Das ist was ganz, ganz Schönes. Der beste Ort, um Freunde nach längerer Zeit des Nichtsehens wiederzutreffen, ist aus meiner Sicht immer das Lieblingscafé zum Frühstück oder Brunch. Dafür finde ich immer cool, wenn man sich auf der Hälfte irgendwo trifft, in der Stadt, wo man selber noch nicht war und dann so ein neues Kapitel nochmal hinzufügt. Oder an dem Lieblingsort, wo man sonst immer was unternommen hat. Aber ich finde es immer cool, neue Orte zusammen zu erkunden. Um mit einer Freundin, die man lange nicht gesehen hat, erstmal wieder warm zu werden, hilft immer ein Gläschen Sekt. Oder ein Gedanke an den letzten gemeinsamen Urlaub oder ein gemeinsames Erlebnis. Und dann ist eigentlich jede Barriere und jede Hürde wieder gefallen. Wenn ich mit guten Freunden zusammen bin, Kann ich mich immer so geben, wie ich bin, weil ich weiß, dass sie mich so akzeptieren. Bin ich einfach glücklich. und bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Tatsächlich hat mich eine Freundin aus dem Ausland damit überrascht, dass sie meinen Geburtstag organisiert hat. Sie hat meine ganzen Freunde eingeladen und sie stand dann auch vor der Tür. Was ist das Schönste, was eine gute Freundin je für dich getan hat? Schreib es in die Kommentare. Eine sehr gute Freundin, das ist die Olga. Wir haben uns in Spanien kennengelernt. Bei Olga habe ich das Gefühl, dass sie mich sehr gut versteht und deswegen erzähle ich ja auch meine Lebenspläne, weil ich weiß, dass sie Stellung dazu nehmen kann und dass sie mir vielleicht auch einen guten Rat geben kann. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man eine Meinung hat von jemandem, der in einem ganz anderen Umfeld sich bewegt. Freunde aus dem Ausland haben durch ihren kulturellen Background eher eine andere Perspektive. Und können dadurch, dass sie einfach weit auf Distanz sind, einen manchmal auf den Boden der Tatsachen bringen. Dann bekommt man auf jeden Fall immer einen neuen Impuls. Eine regelmäßige Routine von Treffen ist wünschenswert, aber wenn das mal nicht klappt, kann man, glaube ich, eine Freundschaft auch anders am Laufen halten. Zum Beispiel per Videoanruf, da man dann einfach sieht, wie die Person reagiert. Und auch das Lächeln mal sieht. Natürlich, WhatsApp geht immer etwas schneller, dass man sich mal eine Nachricht schreibt, auch zwischendurch, wenn mal nicht die Zeit für einen längeren Anruf bleibt. Um möglichst lange von Treffen zu zehren, ist es immer hilfreich, viele Fotos zu machen, die sich immer wieder aufzurufen. Meine Mutter war so lieb und hat mir auch so ein richtig großes Album zum Geburtstag gemacht, wo halt wirklich alles dokumentiert wurde, meine Reisen
und eben auch meine Freundschaften. Als Tipp, überrasch doch mal deine Freunde mit einem Fotoalbum von Dingen, die ihr zusammen erlebt habt. Wenn du mehr Tipps willst, abonniere den Kanal. Maike und ich haben schon viele schöne Abenteuer durchlebt. Unsere Highlights waren das Erklimmen des Kilimanjaro und die Überquerung des Atlantiks im Ruderboot. Diese Erfahrung hat die Freundschaft von Maike und mir, wenn es überhaupt geht, noch enger zusammengebracht und wir sind einfach noch mehr miteinander verwachsen. Als ich gehört habe, dass Katharina wegzieht, war ich erst ziemlich traurig. Bis heute bilde ich mir so ein bisschen ein, dass sie nur in einem langen Urlaub ist. Deswegen halte ich es noch ganz gut aus. Aber ich freue mich auch sehr für sie, weil für sie auch ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns regelmäßig treffen, um einfach unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten. Wenn deine beste Freundin wegzieht, dann empfehle ich, dass ihr auf jeden Fall versucht, das Beste aus der gemeinsamen Zeit bei den vielleicht seltenen Treffen zu machen. Ich bin meinen Freunden besonders dankbar dafür, dass sie immer für mich da sind und auch gerade wenn ich jetzt weit weg wohne, ich mich immer auf sie verlassen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn sie nicht für mich da wären.